Do it! Do it! Gucke mal, das läuft doch hier. What the f***? Hast du das gesehen? Mhm. Was ist denn das? Hast du gesehen, wie stark das Teil ist? Mhm. Das ist ja Kracher. Vorher, nachher. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute wieder ein Wunschvideo. Vor einiger Zeit haben wir uns genau diesen Dremel angeguckt, der übrigens wunderschön blau leuchtet. Und in diesem Video habt ihr gesagt, Mensch, vergleicht das doch mal vor allem mit dem Bosch Gros, ja, der quasi ja irgendwie auch Dremel ist, da kommen wir noch dazu. Oder gibt es noch andere Geräte auf dem Markt, ja, der gängigen Hersteller, die wir hier so haben. Denn sowas wie Proxxon und Ähnlichem haben wir ja schon verglichen und da gibt es nach meinem Wissen auch kein Akkugerät. Deswegen haben wir hier alle Akkugeräte, die wir so gefunden haben, auf dem Tisch. Werden die uns anschauen, werden sie vergleichen, werden aus denen eine Oberfräse bauen. Ganz verrückt, ja. Wir nehmen das hier und bauen eine Oberfräse drauf, werden Metall schneiden, hier werden wunderschöne spanische Fliesen schneiden und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Wie immer gibt es auch etwas zu gewinnen und zwar den wunderschönen Dremel hier und zwar den 8260, ich muss mal nachgucken, der neueste Dremel auf dem Markt. Schön, stark, gut. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach unten in die Kommentare deine Meinung zu den Geräten schreiben und schon hast du die Chance zu gewinnen. Bevor wir anfangen, wie immer die Frage, welche Geräte haben wir eigentlich? Wir haben hier den C12 RT von Milwaukee, von Bosch haben wir den GRU 12V35 und von Dremel, ich muss wieder drauf gucken, von Dremel den 8260. Und wenn die Geräte gerade so wunderschön vor mir rumstehen, dann kommen wir auch mal zum Thema Preis. Denn das ist gar nicht so simpel dieses Mal. Denk dran, wie immer, du findest unten in der Videobeschreibung den ehrlichen Preisvergleich mit allem möglichen drum und dran. Und zwar mit Akku, ohne Akku, solo, hin und her. Gibt es auch Zubehör, wie zum Beispiel hier sowas oder. Einfach mal unten im Preisvergleich vorbeigucken. Denn bei den beiden, bei Bosch und bei Milwaukee, sind wir beim Preis von rund 90 €. Hier wiederum sind wir beim Preis von 180 €. Boah, was ist denn hier los? Ganz einfach. Hier ist es so, dass wir das Gerät bekommen mit Tasche. Das war Absicht. Mit Tasche, mit Lader und mit einem Akku. Das heißt, der Akku, der drin ist, das ist alles im Preis mit enthalten. Dementsprechend muss man den Preis auch ein bisschen relativieren. Wenn wir jetzt mal anschauen, hier können wir natürlich auch einen Akku dazu kaufen, kommen wir auf jeden Fall in Längen, bei weitem nicht auf diesem Preis. Aber der Dremel hier hat einige Sachen drauf, die die beiden hier nicht können. Bevor wir uns die Geräte jetzt mal im Detail anschauen, eine kleine Story nochmal von mir. Und zwar ist es so, dass ich persönlich, das hier sind ja Rotationswerkzeuge, ja, weil das rotiert hier vorne, vor allem sehr hoch. Klingt ein bisschen nach Zahnarzt. Jedenfalls haben wir Rotationswerkzeuge und was ich schon in einem anderen Video gesagt habe. Und deswegen sage ich euch, guckt euch diese Geräte genauer an und kauft euch ein. Kauft euch einfach mal ein, ihr werdet es nicht bereuen, weil ich hatte einen Dremel. Und zwar hatte ich schon ewig und 3 Tage einen Dremel. Ich glaube, das war eins meiner ersten Werkzeuge, habe ich mir vor 15 Jahren gekauft. Der war auch nicht schlecht, der macht seinen Dienst und so weiter. Aber da war Kabel dran. Den Dremel habe ich immer noch. Den habe ich vielleicht in meinem ganzen Leben 10-mal benutzt, liegt bei mir in der Werkzeugkiste und so weiter. Dann irgendwann kam aber der Tag, da kam er hier, der Bosch GRU 12V35 in mein Leben. Es hätte aber auch der Dremel sein können oder der Milwaukee, völlig egal. Und zwar war kein Kabel mehr dran. Und dadurch ist es so, ich habe den immer hier mit einer Scheibe bei mir in der Werkstatt stehen und seitdem benutze ich den andauernd. Also das ist eins, nicht meine häufigsten Werkzeuge, aber ich habe es wirklich, wirklich häufig in der Hand. Und man täuscht sich, wie oft man sowas braucht. Im Video von dem Dremel habe ich schon gesagt, als allererstes hast du großes Werkzeug, benutzt alles mögliche, Tischkreissägen, Handkreissägen, Bohrer, Akku und so weiter und so fort. Fein. Wenn du damit nicht weiterkommst, dann ist irgendwo der Punkt irgendwann für sowas wie ein GOP, für einen nicht Rotations, sondern für einen Multicutter. Dann ist für einen Multicutter die Zeit gekommen. Dann ist ein Multicutter, der macht so seinen Dienst und so weiter und so fort. Aber wenn der auch nicht mehr weiter weiß, dann, spätestens dann kommt der Dremel.
Dann kommt ein Rotationswerkzeug. Und ich sage es ja schon richtig, es ist ja schon fast ein Gattungsbegriff. Ja? Man sagt immer, ja, dann nimmst du den Dremel, auch wenn du vielleicht den Milwaukee nimmst. Daran sieht man schon, dass Dremel da schon recht gute Vorschusslorbeeren auf jeden Fall hat. Jetzt machen wir Folgendes. Und zwar fragen wir uns doch mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen Geräten? Und wir blenden hier jetzt mal die technischen Daten ein. Und da wirst du sehen, identisch. Alles dasselbe. Eigentlich doch alles das Gleiche. Insofern kannst du ja das Gleiche oder dasselbe? Nein, Spaß. Insofern kannst du eigentlich jetzt hier nehmen, was du möchtest. Und sogar vom Preis her nimmst du einfach die beiden und ist gut. Weiß ich nicht. Würde ich so jetzt nicht sagen. Denn wir haben ja hier Umdrehungen von 5.000 bis 30.000 Umdrehungen, beziehungsweise auch ein bisschen mehr Umdrehungen. Aber am Ende um 2.000 oder 3.000, 5.000 Umdrehungen mehr kommt es gar nicht an. Die Frage ist, wie stabil ist die Drehzahl, wenn du Druck ausübst, wenn du also Last auf den Motor gibst. Und da gibt es einen großen Unterschied. Denn es ist so, dass wir hier bei dem Dremel, bei dem neuesten Dremel, haben wir zwei große Vorteile. Nummer 1, das ist das einzige Gerät von den drei mit einem Brushless-Motor. Nummer 2, wir haben hier eine Art Konstantelektronik, die versucht, auf jeden Fall die Drehzahl zu halten, die du eingestellt hast. Und dadurch, dass wir hier auf jeden Fall den stärksten Motor von allen drei Geräten haben, ist es so, dass wenn du Last, also wenn du das Ding nimmst und tauchst in das Werkstück ein, ist es so, dass ja normalerweise dann auch die Drehzahl runtergeht. Das willst du aber gar nicht. Eigentlich willst du eine konstante Drehzahl haben, um auch konstanten Fortschritt zu haben. Und da wird es so sein, dass bei den beiden hier die Drehzahl runtergehen. Und es gibt ja diese teilweise auch solche Geräte mit Kabel, auch wirklich für ganz kleinen Kurs, für 20, 30 Euro. Da ist es so, das sind dann meinetwegen noch 40.000 Umdrehungen, aber sie können die Last in der Regel nicht halten. Du drückst ein bisschen in Holz rein und bleibst am besten noch stehen oder. Das hast du bei den drei Geräten eher weniger und bei dem hier fast gar nicht. Und insofern, das ist der Unterschied zwischen den Geräten. Bevor wir uns jetzt die Geräte hier gleich nochmal angucken, der Hinweis, die Aufsätze, die wir hier zum Beispiel von Dremel haben, das ist alles kompatibel, könnt ihr überall benutzen. Also diese Welle ist gleich, beziehungsweise auch das Dremel-Zubehör kannst du auch hier auf jeden Fall im Bosch Gros benutzen und es funktioniert auch hier im Milwaukee. Das als Hinweis vorher. Und jetzt gucken wir uns mal kurz die Geräte an, denn ich möchte vor allem heute mal Folgendes machen. Ich möchte hier wirklich das als Oberfräse mal umbauen. Und mal ein bisschen mit Fliesen mitschneiden, weil das ist mal was anderes. Vielleicht machen wir es sogar so, dass wir was eingravieren. Na, auf jeden Fall schneiden wir sie. Feuerfrei. Fangen wir einfach mal mit dem Bosch Gros 12V35 an. Schönes Gerät, sehr kompakt, schön einfach, denn da gibt es auch gar nicht viel einzustellen. Und zwar ist es hier so, dass du im Wesentlichen alles hier auf der Vorderseite siehst. Du hast hier erstmal die Möglichkeit, das Ganze ein- und auszuschalten. Ein und aus. Dann haben wir hier vorne die Möglichkeit, die Geschwindigkeit einzustellen. Ja? Von Stufe 1, stufenlos, auch immer weiter, bis Stufe 6, höchste Stufe. Wir können es auch mal anmachen auf Stufe 1. Hier sehen wir die Akkukapazität, wie voll ist der Akku noch. Und hier vorne sehen wir die Spindelarretierung. Das heißt, wenn wir hier ein Werkzeug einsetzen wollen, können wir hier drauf drehen. Und dann wird hier die Spindel, Moment, jetzt ist schon lose. Ja, Sekunde. So, jetzt ist die Spindel arretiert. Ihr seht jetzt. Ja, und jetzt kann ich mit Werkzeug das Ganze abschrauben. In dem Fall ist jetzt hier schon lose, was ich mit der Hand machen kann. Hinweis wäre noch, am ganzen Gerät gibt es sonst nichts weiter, außer dass er ringsum sehr gut gummiert ist. Ich mag das. Und wir haben hier einen normalen Bosch Professional 12 Volt Akku drin. Das wird sich noch gleich als wichtig herausstellen bei einem anderen Gerät. Ja? Einfach 12 Volt rein, Feuer. Es passen hier alle 12 Volt von Bosch Professional rein. Akkus rein. So, hier vorne kannst du das Ganze hier noch abschrauben, das hier, und kannst hier entsprechend verschiedene Aufsätze noch drauf machen. Da passen übrigens auch nach meiner Erfahrung die Standard-Dremel-Aufsätze, die man hier raufschrauben kann, auch drauf. Was man zu den Geräten noch sagen muss, ist Folgendes, und ihr hört das gleich selber. Ich mache es jetzt mal an, und zwar jetzt. Du hörst, dass es noch relativ lang nachläuft. Also man läuft und läuft. Es dauert eine ganze Weile, bis es stoppt. Das haben wir bei Dremel nicht, wirst du gleich sehen. Das ist eine Sache, die man noch sagen muss. Ansonsten ist hier kein großes Schnörkel dran.
Was ich nicht so wirklich genau weiß, inwiefern ist dieses Gerät jetzt in Kooperation mit Dremel entstanden oder war es wirklich eine Eigenproduktion? Entzieht sich meiner Kenntnis, denn die Firma Dremel ist ja eine Tochterfirma der Firma Bosch. Ja, falls ihr das noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. So, das ist da dran. Wir haben keinen brustlosen Motor, wir haben keine Konstantelektronik, einfach ein einfaches, gutes Gerät, um damit loszuarbeiten. Kommen wir mal zu Milwaukee. Hier ist es eigentlich gar nicht so viel anders. Auch hier ist es so, wir haben hier die Akkukapazität, ja hier, nur wenn es an ist. Seht ihr das Ganze? Wir können hier auch das einstellen, auch stufenlos. Wir machen es einfach mal. Du merkst auch hier, dass es nachläuft. Ich zeige es nochmal. Ja, läuft nach. Ansonsten sehen wir hier eigentlich dasselbe wie bei Bosch. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze zu arretieren. Dann haben wir hier die Möglichkeit, es festzuziehen und so weiter. Auch hier können wir die Kappe abnehmen, können hier auch entsprechendes Zubehör drauf tun. Und sonst war es das eigentlich. Auch hier haben wir 12 Volt Akku, können hier auch jeden gängigen 12 Volt Akku drauf tun. Und weil wir jetzt mal den Vergleich machen, gucken wir uns mal ganz kurz schon mal Dremel an und stellen den Dremel auf die höchste Geschwindigkeit. Habt ihr das gesehen? Ja, an der Stelle. Ja, es geht sofort aus, dauert vielleicht eine halbe Sekunde, dass das hier stoppt. Jetzt nehmen wir die anderen beiden nochmal und stellen die auf höchste Geschwindigkeit und schauen mal, wer länger braucht. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, von eurer Seite aus sieht man das. Und ihr seht also, der Bosch hat noch ein bisschen länger nachgedreht, vielleicht eine halbe Sekunde, aber beide drehen relativ lang nach. Der Milwaukee hat auch eigentlich keine weitere Elektronik, nichts, was jetzt irgendwie erwähnenswert wäre, nach meinem Wissen. Wenn du andere Erkenntnisse hast, schreib es gerne unten in die Kommentare, allgemein zu allen drei Geräten. Kommen wir hier zum Dremel, der, hier passieren Dinge, wenn man mal hier was nicht festzieht. Es gibt übrigens den Knopf, da kann man die Welle feststellen, auch bei Dremel. So. Alles easy. Also, über den Dremel gibt es eigentlich so viel zu sagen. Wenn du alle Informationen haben möchtest, dann hier oben verlinke ich dir mal das Video, wo wir genau nur dieses eine Gerät vorstellen. Übrigens, von Dremel gibt es noch eine andere Version. Und zwar, es gibt noch eine Version, da bekommst du nicht eine Tasche, wie hier, sondern du bekommst einen Metallkoffer mit Zubehör, mit allem drum und dran mit dazu. Verlinke ich dir mal auch unten in der Videobeschreibung. Das ist nochmal ein interessantes Set, wo du noch auch Zubehör dazu bekommst und so weiter. Schau einfach mal vorbei. Einfach mal unten angucken. Besonders erwähnenswert bei dem Gerät ist Folgendes. Das Brushless ist sehr, sehr ungewöhnlich, gibt es nach meinem Wissen bei keinem anderen Gerät, so wie hier. Das zweite, was ungewöhnlich ist, der ist enorm stark. Dremel selbst sagt, er ist stärker als das stärkste kabelgebundene Gerät von Dremel, das es jemals gab. Das ist mal eine Ansage. Und das Ganze hier mit Akku. Und genau das hatte ich ja vorhin schon gesagt, da kommen wir doch mal drauf zu sprechen, denn Dremel hat gesagt, wir machen das jetzt mal ganz interessant, nämlich wir machen das jetzt mal kompatibel. Bosch und Dremel haben sich gedacht, na, wir machen das kompatibel, nämlich der Bosch Professional 12 Volt Akku passt hier in den Dremel rein und funktioniert. Das müsste, habe ich noch gar nicht ausprobiert, übrigens auch andersrum funktionieren, dass der Dremel Akku hier drin passt. Also quasi eine kleine Akku-Allianz. Naja, eigentlich ist, glaube ich, hier nur ein Aufkleber auf dem Dremel drauf. Aber ihr wisst, was ich meine. Ergo, ihr könnt euch auch überlegen, vielleicht nehme ich hier das Einsteigerpaket von Dremel, habe vielleicht noch Bosch-Akkus, dann sind die komplett kompatibel. Ein wichtiger Hinweis, hier bei dem Gerät ist es so, dass die großen Akkus, die mit Standfuß von Bosch hier nicht reinpassen. Ja? Dazu ist hier die Wölbung hier zu groß. Dann noch ein Hinweis, bei dem Gerät haben wir eine Konstantelektronik. Der Motor versucht die ganze Zeit die Geschwindigkeit, die du einstellst, immer entsprechend zu halten. Ja? Wenn wir uns jetzt das Gerät mal ein bisschen im Detail angucken, ist es so, dass wir hier etwas Ungewöhnliches haben. Und zwar, wenn wir ihn einschalten, haben wir immer erstmal die Akkuanzeige, klar, aber ich kann hier
das vorwählen jetzt, ja, zum Beispiel so. Aber wenn das Gerät wirklich lange aus war, beziehungsweise runtergefahren ist und ich es dann einschalte, dann startet es immer mit 15.000 Umdrehungen. Ja, das ist so die Normaleinstellung. Dann kann ich es hoch, wenn ich es eingeschaltet habe, ergo hoch und runter drehen. Auch hier kann ich das Ganze hier vorne öffnen, aber wir haben hier eine Besonderheit, und zwar hier drin ist ein Schlüssel enthalten. Das klingt erstmal komisch, aber wir müssen das hier ja auch festziehen. Also hier die Welle muss festgezogen werden und dafür haben wir hier vorne einen kleinen Schlüssel mit drin. Und zwar können wir den hier aufziehen und so das Ganze hier festziehen. Moment, lösen in dem Fall. So, jetzt kriege ich es gerade wieder nicht raus. Was ist denn hier los? So, und jetzt habe ich es ja gelöst. Und jetzt kann ich ein Werkzeug nehmen, wie jetzt zum Beispiel hier unsere Trennscheibe. Natürlich nicht ganz abnehmen. Also so, jetzt kann ich aber unsere Trennscheibe hier nehmen. Und zwar eine Max-Trennscheibe von Dremel, die hält länger. Also so, jetzt einsetzen. Und jetzt kann ich das hier rausziehen. Moment, so, und jetzt kann ich es festziehen. Mal gucken, wie rum. So. Und fest. Jetzt das nur noch fest und das war's. Ich brauche also keinen extra Schlüssel dafür. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr clevere Sache. Hat nur Dremel. Und das sind so die Kleinigkeiten, weil am Ende natürlich hast du hier den Quickverschluss. Du kannst das hier ganz einfach ab und wieder rannehmen. Und ja, ich habe den Akku gerade nicht rausgenommen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du den Aufsatz komplett abnehmen möchtest zum Beispiel hier einen Fräser reintun, ja, dann ist das eine tolle Sache, oder? Dremel? Guter Job. Noch ein Hinweis. Von Dremel gibt es die Dremel-App. Die Dremel, jetzt können wir erstmal sagen, ach, jetzt hör auf mit meinem Bluetooth und der App und brauche ich alles nicht. Aber es gibt einen riesen Vorteil. Die Dremel-App, Pro-Tipp von mir, ladet euch die Dremel-App runter. Selbst wenn ihr sie nicht mit dem Gerät verbindet, was jetzt gar keinen so riesen Vorteil hat, ja, du kannst es verbinden, kannst ein paar Kleinigkeiten einstellen, aber das Wichtigste an der Dremel-App ist Folgendes. Ich zeige dir das auch mal kurz hier drüben, nämlich, du kannst Folgendes machen. Du kannst dir ein beliebiges Material raussuchen aus der App, kannst dann sagen, was möchte ich tun und dann wird dir vorgeschlagen, welches Werkzeug du nehmen solltest, oder welche Werkzeuge es gibt, von Dremel natürlich, und welche Drehzahl du benutzt. All das kannst du in der Dremel-App nachschauen und du weißt, es gibt gefühlt Tausende, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Hunderte von Zubehöre für Rotationswerkzeuge und da weißt du dann endlich, was benutze ich für was. Das ist doch der Wahnsinn, oder? So, jetzt habe ich das Wesentlichste gesagt, deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen jetzt einfach mal, ja, hier haben wir ja schon das Ganze für Fliesen uns rausgesucht und werden einfach mal hier unsere Fliese einschneiden. Und ich habe richtig Lust, diese wunderschöne grüne spanische Fliese einfach mal so ein kleines Stückchen hier mal rauszusägen. Dann machen wir das mal. Mal gucken, wie sich der Dremel schlägt und ob die Geschwindigkeit massiv runtergeht. What the f***? Hast du das gesehen? Mhm. Was ist denn das? Hast du gesehen, wie stark das Teil ist? Mhm. Das ist ja der Kracher. Also Leute, das ist ja schier unglaublich, also wirklich unglaublich. Du hast das Gefühl, du hast unbändige Kraft in der Hand. Die Geschwindigkeit ist 100% gleich geblieben. Der hat einfach so ins Material, ist er quasi reingeglitten und ist die ganze Zeit Power, 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 Power da geblieben. Wahnsinn, also wirklich, wirklich Wahnsinn. Wir werden jetzt mal den Bosch nehmen und gucken, ob das genauso durchzieht. Also irre. Au, 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 au.
Also auch brutale Leistung, also wirklich, boah, also es ging schon echt flott voran. Man hört es aber, glaube ich, auch, dass die Geschwindigkeit ein bisschen runtergeht und sich da eigentlich ganz gut halten kann, aber da ist überhaupt nicht dran zu mäkeln. Also auch bei Milwaukee sehr viel Kraft, durchzugsstark. Die Geschwindigkeit ist auch da ein bisschen runtergegangen, hat aber ihren Dienst gemacht. Was merkwürdig ist, hier klingt das ganze Gerät, als wenn es gleich auseinanderfallen möchte, sobald ich hier die Trennscheibe drauf habe. Wir werden gleich mal sehen, wie das bei Metall oder anderen Gegenständen ist, aber das hier, so klingt es richtig gut. Ich mache das für euch nochmal. Moment, ich zeige euch das nochmal. So klingt das erstmal ganz normal. Hier braucht ihr einen Schlüssel. Ja. So, festziehen. Jetzt hört mal. Was ist denn da los? Eben ist er unter Last ausgegangen. Jetzt will ich es wissen. Also ich muss ja mal sagen, eigentlich können wir uns die anderen Tests sparen, weil man ganz klar gesehen hat, wo die Grenzen sind. Bei der Fliese hat man noch gesehen, ja, alle machen so ihren Dienst. Alles gut, alles gut. Also hier auch, der hat sich jetzt auch ein bisschen wieder gefangen. Also jetzt war das Geräusch nicht mehr so da. Mal gucken. Die beiden haben wir gesehen, ich habe sie zum Stoppen bekommen. Ja, ohne Probleme. Jetzt hier im Metall, wenn ich sehr stark gedrückt habe, ich habe es falsch bedient, ohne Frage. Man hätte normalerweise nicht so stark drücken müssen. Das muss nicht sein. Das heißt, die beiden Geräte können ohne Probleme auch hier das Metall schneiden. Und natürlich war es schon ein Hardcore-Test. Ja? Also bei der Dicke an Metall und in dem Blatt da so reinzugehen, das macht man eigentlich so nicht. Aber ich wollte wissen, was das Maximum. Ja, und die beiden haben bei massivem Druck von mir irgendwann aufgegeben und haben geblinkt und gesagt, ne, jetzt ist vorbei. Der nicht. Also ich konnte da drücken, was ich will. Im Gegenteil, es hat sogar eher hier das Blatt zerfetzt. Guckt dir das mal an. Also das Blatt, da ist nicht mehr viel von übrig. Das war noch fast ganz, als ich hier angefangen habe. Und ich habe so sehr gedrückt, wie ich nur konnte. Und da ist das Blatt hier komplett auf das Minimum runter. Ich zeige euch mal, wie groß das eigentlich war, als wir angefangen haben. Ja? Also, das war vorher. Vorher. Nachher. Also ich denke mal, das ist wirklich eindeutig und es ist wirklich erstaunlich, wie viel Kraft hier so ein kleines Gerät haben kann. Also der Dremel hat hier auf jeden Fall haushoch gewonnen gegen die anderen Geräte, von der reinen Kraft her. Ob das für dich jetzt das beste Gerät ist oder Preis-Leistung für dich hier das Beste ist, das musst du selber entscheiden. Ja? Bedenke, den Dremel gibt es nur in diesem Set, den gibt es nur mit Akku. Wenn du schon um 12 Volt unterwegs bist und brauchst keinen Akku mehr, schwierig. Ich will auf jeden Fall noch mal eine Sache ausprobieren. Und zwar, es gibt ja als Original-Dremel-Zubehör hier diesen Oberfräseinsatz. Und zwar ist es so, dass du hier Folgendes machen kannst. Du kannst die Spitze hier abbauen. So, wie ich das vorhin euch gezeigt habe. Wir bauen das einfach mal ab. So. Dann nimmst du das, steckst es hier durch, so, komplett hier durch. Dann hast du hier unten eine Spindel, die kannst du anziehen. Ich hoffe, das ist so rum richtig. Ich denke, ja. So. Und jetzt hast du eine Oberfräse. Schaut mal hier. Jetzt kann ich hier, ja, wirklich das Ding hier, jetzt kann ich hier Oberfräsen. Und dazu nehme ich jetzt einfach zum Beispiel hier
so einen Fräser, packe den hier rein und kann hier ganz fein damit fräsen. Ja? Ich zeige euch mal, wie das geht. Ich mache das einfach mal einmal. Ja? Dass ihr seht, dass es auch funktioniert. Und so wie ich es jetzt zusammengebaut habe, ist es so, ich komme hier weiterhin vorne an die Spindelarretierung, kann das Ganze drücken. Ah ja, ist schon lose. Nehme ich den. Zur Sicherheit nehme ich meinen Akku raus. So, nehme das, packe das hier rein. So, jetzt brauche ich aber wirklich einen Schlüssel. Den liefert Dremel übrigens auch mit. Ja, das ist kein Problem. Und jetzt nehmen wir mal hier ein Stück Holz und fräsen da einfach mal was rein. So, und was sehen wir? Ein E. Also ich hatte eigentlich vor, vielleicht sogar einen Namen reinzufräsen, aber du siehst, es funktioniert. Im Grunde haben wir hier so eine Art Mini-Oberfräse jetzt gebaut. Ja, das funktioniert wirklich. Und wenn du jetzt hier was gravieren willst, wenn du was schneiden möchtest, so ein bisschen fräsen möchtest, ist das gar nicht so schlecht. Ja, es ist nicht wie eine normale Oberfräse. Das hat hier natürlich auch ein bisschen Spiel, das ist alles Kunststoff und so weiter. Fein. Aber du kannst da, glaube ich, schon einiges mitmachen. Wie gesagt, wir haben hier Original-Dremel-Zubehör an der Stelle. Aber wir probieren jetzt mal aus, ob die anderen auch da drauf passen. Weil da siehst du nämlich auch die Kompatibilität unter den Geräten. Nehmen wir mal das Gerät von Bosch, packen das mal hier drauf und wir werden sehen, dass das Ganze genauso funktioniert. So, auch hier funktioniert, hält, kann arbeiten, ja, machen und tun, geht. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Milwaukee, ob das hier genauso funktioniert. Dann wisst ihr höchstens, was hier kompatibel ist. Ja? Und dass wir hier eine sehr hohe Kompatibilität zwischen den verschiedenen Herstellern haben. Und ihr seht, dass auch Milwaukee eigentlich passen müsste. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur an. Ja, doch, doch, doch. Na klar. Na klar, Sebastian. So, und auch hier funktioniert das Ganze. Ja? Wunderbar. Also es ist wirklich erstaunlich und das macht auch schon wirklich Spaß. Und das ist halt schön, wenn du Interesse hast an solchen Geräten und wenn du sowas mal ab und zu brauchst, beziehungsweise wenn du sagst, ja, genau sowas, dann schau unten mal im ehrlichen Preisvergleich. Da findest du ja auch die verschiedenen Zubehöre. Kannst mal schauen, ob das für dich so im Bereich ist, wo du sagst, ja, dafür möchte ich das Ganze mal ausprobieren. Denn du hast zum Beispiel auch noch sowas hier. Du hast zum Beispiel auch sowas hier. Wir setzen jetzt hier mal diesen Gravierstift auf, also die Welle besser gesagt auf. Das müsste eigentlich auch klappen. Klappt genauso. Auch das kannst du aufsetzen. Kannst das Gerät hier irgendwo hinlegen, kannst hier die Spitze drauf tun und dann kannst du hier damit arbeiten. Ja, dafür ist es eigentlich gedacht. Ich bin mir sicher, dass man das normalerweise hier vielleicht auch einschalten kann. Hier müsste man es jetzt hier einschalten. Ja. Funktioniert bestens. Erstaunlich, oder? Das heißt also, auch das hier ist komplett kompatibel, weil es eben hier vorne diese scheinbar doch recht genormte Aufnahme hat. Jetzt am Ende, ja, ihr habt ihr gesehen, kompatibel, funktioniert alles miteinander, aber ihr habt auch gesehen, wer hat hier am meisten Kraft? Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt das mal unten in die Kommentare. Denkt dran, es gibt ja heute den Dremel auch zu gewinnen. Insofern jeder Kommentar zählt. Ich kann nur sagen, auf jeden Fall sollte man ein Rotationswerkzeug in der Werkstatt haben und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.